Moin Moin, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute möchte ich euch dieses Survival oder auch EDC Kit, was man so mitnehmen kann, gerne mal vorstellen. Das Ganze kommt von der Firma Kowski Sweater. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Das ist eine tschechische Firma. Und was sich in diesem kleinen Karton verbirgt, schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Ja, das Ganze wird hier in diesem kleinen Pappkarton geliefert. Hier hat man so eine kleine Übersicht, was sich da alles drin verbirgt. Aber ich würde sagen, wir schauen lieber mal selber nach. Wenn wir den Karton hier geöffnet haben, kommt hier diese kleine, ja, ich sage jetzt mal so eine Alu-Dose in der Größe von einer, würde ich jetzt sagen, kleinen Zigarettenschachtel. Steht direkt schon EDC drauf. Gewicht sind, weiß nicht, ist nicht viel. Ich blende euch das mal hier unten ein. Aber mich würde jetzt eher interessieren, was wir hier für einen Inhalt haben. Ja, dann packen wir mal aus. Dose ist auf jeden Fall gut verschlossen. Okay, hier haben wir, ich kann gerade das mal einmal selber gucken. Ach so, einen kleinen Erste-Hilfe-Hinweis. Und hier daneben haben wir dann auch eine Reibefläche, nehme ich mal an, für Streichhölzer. Und hier in der Ecke, ich weiß nicht, ob man das so gut erkennen kann, haben wir sogar noch einen Spiegel, also als Signalspiegel nutzbar. Finde ich schon mal cool. Dann haben wir hier also eine kleine Hinweiskarte mit ganz vielen Informationen, beidseitig bedruckt. Hier sogar noch das Morse-Alphabet mit drauf. Ein kleines Lineal. Okay. Schauen wir mal weiter. Hier haben wir kleinen Informationszettel mit einer kleinen Übersicht über so ein Tool, was wahrscheinlich damit drin ist. Ich bin eigentlich eher dafür, wir schauen einfach mal selber und gucken mal. Oh! Was sehen meine Augen denn da schon als erstes? Hier haben wir schon, geil, so ein kleines Multitool mit drin. Guckt mal, hier. So ein ganz kleines Multitool. Cool. Aha. Was haben wir hier noch? Hier haben wir dann noch eine kleine Pfeile. Auf der anderen Seite. Das ist kein Messer, das ist einfach nur so ein Schlitzschraubendreher, ein kleiner. Auf der Seite haben wir bestimmt hier ein Messer noch dran. Jau! Also ein ganz schön spitzes Ding. Guckt euch das mal an hier. Ganz kleines Messer und nochmal ein Kreuzschraubendreher. Und das war es dann schon mal mit dem Multitool. Aber es ist bis jetzt schon mal cool, dass das dabei ist. So. Dann haben wir hier eine kleine LED-Taschenlampe, die man so normalerweise an Schlüsselanhänger packen könnte. Was ist das? Ah, okay. Wir haben hier außenrum gewickelt ein Maßband und hier
ist anscheinend so ein, das habe ich schon mal woanders gesehen, so ein ganz klein komprimiertes, getrocknetes, so eine Art Handtuch. Das muss oder Lappentuch, wie auch immer. Das muss man so ein bisschen mit Wasser beträufeln und dann entfaltet sich das. Das zeige ich euch aber mal später. Schauen wir erstmal weiter. Dann haben wir hier einen ganz kleinen Kompass. Ist auch ganz nett. Lightsticks. Knicklichter. Ja, wir haben hier 3 Knicklichter drin. Knicklichter sind ja eigentlich jedem bekannt. Gerade so aus dem Angelbereich oder so. Dann haben wir hier Streichhölzer. Ja, mit auch noch mal eine Reibefläche. Diese Outdoor-Streichhölzer, diese typischen, sage ich jetzt mal, die dann so ein bisschen länger brennen sollen. Was haben wir hier noch? Ach, guck mal, hier ist noch mehr drin. Aha, aha, aha. Hier ist zum Beispiel, guckt euch das mal an, das ist so ein kleines Behältnis. Weiß nicht, ob man das auf der Kamera so gut erkennen kann. Das kommt aus einem 3D-Drucker. Mit einem 3D-Drucker gedruckt. Ist auf jeden Fall schon mal eine coole Idee. Habe ich so auch noch nicht gesehen. Und da drin war jetzt ein Bleistift. Hier, so ein ganz kleiner. 2 Büroklammern. Eine Sicherheitsnadel. Kennt auch jeder. Dann haben wir hier wahrscheinlich, was ist das? Ah, okay. Ein bisschen Draht. Ein bisschen Draht, der mit so einem Stück Plastik umwickelt ist. Kann man, glaube ich, so besser erkennen. Und hier noch mal ein bisschen Schnur. Ich würde sagen, so in Richtung Mikrocord. Aber das schauen wir uns auch alles gleich noch mal ein bisschen genauer an. Und hier haben wir, ich glaube, das sind, ach geil, wir haben hier 2 Chlortabletten drin zur Wasseraufbereitung. Das ist auch schon mal ganz interessant. Dann haben wir das. Dann haben wir hier ist noch so ein Tütchen drin. Ah, okay, hier ist noch mal so. Das schauen wir uns gleich an. Dann haben wir hier, ach cool, eine kleine Tube Sekundenkleber. Hier kommt auch aus dem 3D-Drucker. Ist auch, ja, die ist aus dem 3D-Drucker. So eine kleine Signalpfeife haben wir hier noch. Ja, funktioniert. Cool. Eine Signalpfeife. Und hier, ach, das ist, ach geil. Hier haben wir, das werde ich gleich mal abwickeln. Wir haben hier dieses Tool, was wir gerade gesehen haben. Und da ist aber noch mal Klebeband drum gewickelt. Ich werde das gleich mal ganz in Ruhe auswickeln. Dann zeige ich euch das alles mal noch, diese einzelnen Komponenten noch mal ganz in Ruhe. Hier haben wir, erklärt sich selber dann, eine Skalpellklinge mit dabei. Hier sind dann noch mal 2 Pflaster und so ein Zettel drin. Okay, einfach nur ein Zettel zum Schreiben. Die Fläche könnte man wahrscheinlich auch noch mal nehmen zum Reflektieren. Die reflektiert zwar nicht so gut wie die Fläche hier im Deckel, aber könnte man, denke ich mal, im Notfall auch nehmen. So, dann wollten wir uns jetzt noch das hier angucken.
Das ist hier zugeklebt, nochmal extra. Holen wir das erstmal einmal alles raus. So, da haben wir dann zum einen hier so ein bisschen Nähzeug, 2 kleine Knöpfe, eine ganz kleine Mini-Sicherheitsnadel, eine Nähnadel und verschiedenfarbige Garne. Hier haben wir ein kleiner Zahnstocher drin, ein Kondom. Kann man für das benutzen, wofür es da ist, oder halt auch, wenn man draußen ist, um irgendwas von Nässe zu schützen, Wasser zu holen beispielsweise. Ja, oder halt noch irgendwie anderen Dingen. Hier ist so ein Erfrischungstuch mit Zitronengeruch. Und das ist, ja, hier steht drauf, so ein Alkoholpad. Ja, wenn man sich vielleicht mal geschnitten hat oder so, um das ein bisschen zu desinfizieren, um dann ein Pflaster drüber zu kleben. Ja, hier haben wir so ein ganz normales Tool, was man so ins Portemonnaie stecken kann. So ein ganz kleines, einfaches Hosentaschentool, nenne ich es jetzt einfach mal. Wir haben hier auf der Seite eine Art Messerklinge dran. Hier unten ein Lineal. Ja, eine Säge. Hier haben wir noch für Schrauben, irgendwelche Muttern oder so zu lösen, festzumachen, so ganz kleine. Hier haben wir noch auf der Ecke so eine Art kleinen Schlitzschraubendreher. Wofür das Ding hier ist, kann ich jetzt gar nicht sagen. Ich weiß es nicht. Und natürlich hier noch so ein Kapselheber, Flaschenöffner, wie auch immer. Ganz cool, kann man auf jeden Fall super sich auch mal in Portemonnaie stecken. Hier, ich habe das Klebeband davon mal abgemacht. Wir haben hier knapp, also ungefähr 30 cm Klebeband. Ganz einfaches, normales Klebeband halt. Aber ist cool, dass das dabei ist. Weil man braucht da ja schon mal zwischendurch vielleicht mal was. Wenn irgendwo ein Loch drin hat oder so, um das eben zu flicken. Und dann ist das schon mal ganz cool. Ja, kommen wir jetzt nochmal zu dieser kleinen Signalpfeife. Also das Ganze ist nicht nur eine Signalpfeife, habe ich jetzt gerade festgestellt, sondern in Kombination mit dem Bleistift, ne, den stecken wir hier rein. Dann haben wir hier noch so eine Verlängerung zum Schreiben, also so eine Art Stifthalter. Ist auch cool. Aber das ist noch nicht alles. Wir haben nicht nur den Stifthalter hier dran und die Signalpfeife. Wir können damit auch noch was anderes machen. Das Ganze ist nicht nur eine Signalpfeife, sondern können das in Kombination mit dieser Skalpellklinge auch noch zu einem Messer umwandeln. Das zeige ich euch jetzt mal. Ja, hier könnt ihr sehen, haben wir diese kleine Skalpellklinge. Die ist wirklich extrem scharf. Und die benutzen wir einfach in Kombination dieser Pfeife, indem man das hier drauf setzt. Das ist extra so gefertigt, dass das da auch hält. Und dann kann man hier ganz entspannt irgendwas schneiden.
Ich bin gerade so ein bisschen baff. Ich bin gerade fasziniert davon. Mega gut. Mega gut. Und das Ganze hält auch eigentlich relativ gut. Fällt auch nicht raus. Seht ihr? Ich wackel da dran. Also bleibt schon so sitzen. Das ist schon echt genial gemacht, dass sie das mit einem 3D-Drucker gedruckt haben, ihre Einzelkomponenten. Habe ich so echt wirklich noch nicht gesehen. Finde ich cool. Ja, ich habe ja gerade gesagt, wir haben hier auch so eine Art Lappen, kleines Tuch drin. Das möchte ich euch dann jetzt mal zeigen. Ich hole mal eben schnell ein Tellerchen, ein bisschen Wasser und dann zeige ich euch das mal. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ich habe hier schon so ein bisschen Wasser drauf gemacht auf den Teller. Ich würde sagen, ich habe sowas auch noch nicht ausprobiert. Deswegen weiß ich jetzt gerade, wie genau das funktioniert. Ich lege es jetzt einfach mal ins Wasser, dann gucken wir mal, was passiert. Ah. Habt ihr das gesehen? Das ist groß geworden. Teller ist trocken. Hier, guck mal. So, fertig. Da haben wir jetzt unseren fertigen Lappen. Wir können auch hier diesen Aufkleber entfernen. Ah, genial. Könnte man jetzt beispielsweise dann, ich nehme mal den Teller einmal hier weg, könnte man dann beispielsweise auch zum Verbinden oder so vielleicht oder zum Wunderabdecken nehmen. Geil, cool. Also, oder dementsprechend, wenn man es jetzt gerade schon nass hat, zum Händeputzen, irgendwas sauber putzen. Cool. Richtig genial. Ich habe jetzt hier mal dieses, ja, wie ich ja gerade schon gesagt habe, dieses Mikrocord, nenne ich es jetzt mal, einmal ausgedröselt. Wir haben hier knapp 2 Meter von dieser dünnen Schnur. Das ist halt so mehrere einzelne Schnüre ineinander verdreht. Kann man bestimmt auch mal unterwegs gebrauchen, wenn man irgendwie mal irgendwas festmachen will oder eben irgendwie schnell reparieren will oder so. Könnte das extrem nützlich sein. Und ich freue mich, dass das damit drin ist. Ja, das soll es an dieser Stelle auch schon gewesen sein mit diesem kleinen Video über dieses EDC-Pack. Ich muss sagen, die Idee finde ich mega gut. Die Komponenten, die drin sind, finde ich auch eigentlich, ja, auch alltagstauglich. Alles, was man mal irgendwie so braucht, wenn man mal irgendwie am Schuh unterwegs was kaputt gegangen ist, mal mit ein bisschen Sekundenkleber das Ganze fixen. Ein Pflaster kann man mal immer gebrauchen, wenn man es irgendwie mal geschnitten hat oder irgendwie sowas, ein Bleistift, ein Stück Papier. Finde ich cool, dass das in dieser kleinen Dose ist. Den Link zum Shop packe ich euch unten mal mit in die Videobeschreibung. Der Preis für dieses kleine Set ist, glaube ich, ungefähr 33 Euro oder so. Aber ich blende euch das zur Sicherheit hier unten nochmal mit ein. Ich für meinen Teil bin davon überzeugt. Ist ein cooles Gimmick, was man so mitnehmen kann. Ihr seht ja in Relation zu meiner Hand. Es passt überall rein. Es passt in jeden Rucksack, jede Jackentasche, ins Auto, überall, wo man es halt mit dabei haben will. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, bleibt alle gesund. Ciao.